Ja, herzlich willkommen zur neuen Folge von Die Stunde der Wahrheit. Ich bin Daniel von Zoon und ich begrüße an meiner Seite wieder Patrick von Seed of Truth. Hallo Bruder, Hi Bruder, schön wieder dabei zu sein. freut mich auch. Patrick, wir können und wollen uns eigentlich gar nicht lange aufhalten, denn dafür ist unsere Stunde hier gerade heute viel zu kostbar für das, was wir so auf der Agenda haben. Zuletzt gab es ja viele Kommentare, auch vor allem zum Sabbat, auch in Verbindung mit dem Mahlzeichen des Tieres. Die Bedeutung des Sabbats, ja, spaltet die Meinung, erhitzt auch die Gemüter teilweise. Darum wollen wir da heute konkret nochmal tiefer vordringen. Wie gehen wir konkret vor? Zunächst mal untersuchen wir einfach nochmal biblisch den Sabbat, also seinen Ursprung, seine Bedeutung für Gott und auch für uns bis zum heutigen Tag und in die Ewigkeit. Dann betrachten wir den Sabbat nochmals im Zusammenhang mit dem Mahlzeichen des Tieres anhand der biblischen Prophetie. Und am Ende wird es dann wirklich spannend für euch, weil wir zeigen können, dass sich das alles, was wir hier betrachten, jetzt genau vor unseren Augen entfaltet. Wir können sehen, wie die Prophetie tatsächlich zur Realität wird. Dafür beleuchten wir aktuelle Ereignisse in der Welt und vor allem auch in den USA, wo sich alles gefühlt immer mehr beschleunigt. Jetzt das Attentat auf Charlie Kirk, aber auch die Bewegung oder die katholische Bewegung der religiösen Nationalisten in den USA und so weiter. Patrick, beginnen wir mal mit der Geschichte des Sabbats und seiner Bedeutung bis heute. Nimm uns da doch mal mit rein in Gottes Wort. Warum ist der Sabbat oder warum ist das Gesetz so wichtig und warum hat Gott ihn in die 10 Gebote reingeschrieben? Ja, das wirklich Interessante ist ja, wenn wir heute vom Sabbat sprechen, auch gerade wenn jetzt über Charlie Kirk gesprochen wird, dann wird immer so betont, ja, er hat den jüdischen Sabbat gehalten. Mhm. Und wir wollen eigentlich mal zeigen, dass am Sabbat an sich eigentlich nichts speziell Jüdisches ist. Natürlich halten auch die Juden den Sabbat, deswegen kennen wir das heute, ja, dass sie eben den Samstag halten. Aber wenn man sich mal in der Bibel die Geschichte des Sabbats anschaut, wird sehr schnell deutlich, dass das keine Sache ist, die irgendwie den Juden vorbehalten ist. Und der erste Hinweis kommt natürlich direkt am Anfang der Bibel bei der Schöpfungsgeschichte. Und zwar sehen wir in 1. Mose Kapitel 1, wie die 6 Schöpfungstage stattfinden. Gott schafft das Licht, er schafft die Atmosphäre, die Pflanzen, die Gestirne, er schafft die Himmels- und Meerlebewesen, dann die Säugetiere und Menschen am 6. Tag. Und dann kommen wir zu Kapitel 2, zum 7. Tag. Und dann heißt es in 1. Mose 2 ab Vers 1: So wurden der Himmel und die Erde vollendet samt ihrem ganzen Heer. Und Gott hatte am 7. Tag sein Werk vollendet, das er gemacht hatte, und er ruhte am 7. Tag von seinem ganzen Werk, das er gemacht hatte. Und Gott segnete den 7. Tag und heiligte ihn, denn an ihm ruhte er von seinem ganzen Werk, das Gott schuf, als er es machte. Also wir sehen, dass hier der Sabbat eingesetzt wird, direkt am Beginn der Schöpfung bei den ersten Menschen, nämlich bei Adam und Eva. Und die Frage ist, waren Adam und Eva Juden? Vermutlich nicht. Nein, das jüdische Volk entstand viel, 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 viel später in der Bibel. Hier haben wir es einfach mit den Menschen zu tun, die ersten Menschen. Und Mhm. ihnen wurde bereits der Sabbat gegeben. Das ist die erste Erwähnung vom Sabbat in der Bibel. Und was bedeutet das, wenn dort steht, dass Gott den Sabbat heiligt oder segnet? Ja, das sind zwei sehr wichtige Aspekte. Ähm, Dass er ihn heiligt, heißt letztendlich nur, dass er ihn absondert. Mhm. Also das Wort Heiligung heißt Absonderung für einen speziellen Zweck. Das Mhm. heißt, an den ersten 6 Tagen hat Gott geschaffen und am 7. Tag hört er auf zu schaffen. Das ist auch, was das Wort Sabbat eigentlich im Kern bedeutet. Es bedeutet aufhören. Mhm. Und er Mhm. hat den Tag jetzt für etwas Besonderes beiseite gesetzt. Also wenn man das später in der Bibel sieht, ähm, zum Beispiel Priester wurden auch geheiligt. Das heißt, sie sind für eine besondere Aufgabe Mhm. beiseite gesetzt. Mhm. Und er hat diesen Tag sozusagen abgesondert. Das heißt, es ist ein spezieller Tag, der sich unterscheidet vom Rest. Mhm. Und was heißt es ja? Das ist auch interessant, dass er ihn segnet. Nun, die Bibel legt sich selber aus. Man kann
im Kontext hier schon selber schauen, was segnen bedeutet. Wir finden das nämlich schon im Schöpfungsbericht, zum Beispiel bei den Fischen und Meerlebewesen sagt Gott, hier in Vers 22, 1. Mose 1, 22, und Gott segnete sie, also die Fische und die Vögel, und sprach, seid fruchtbar und mehrt euch. Oder auch später bei den Menschen, da heißt es in Vers 28, Gott segnete sie, die Menschen, und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehrt euch. Also immer wenn Gott segnet, was hat es zur Folge? Dass es sich vermehrt. Eine Vermehrung oder eine Vervielfachung. Und Mhm. jetzt kommen wir zum Sabbat. Und Gott segnet diesen Tag. Was bedeutet, was soll mit diesem Tag geschehen? Also heißt das jetzt, okay, Gott hat diesen Tag gemacht am 7. Tag und jetzt kommt er nie wieder? Mhm. Okay. Nein, er soll sich vervielfachen. Die Idee ist, das ist die Einsetzung der Woche. Das heißt, Mhm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gott segnet diesen Tag, das heißt, er soll sich wiederholen. Das heißt, es Mhm. kommt wieder. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, Okay. 5, 6, 7. Hier sehen wir, dieser Zyklus wird eingesetzt vom Anfang, dieser Tag soll sich vervielfältigen. Denn viele sagen, na ja, okay, der wird zwar hier erwähnt, der Sabbat, aber das heißt ja noch lange nicht, dass die Menschen den jetzt ab dem gehalten haben. Nein, 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 nein. Er wurde gesegnet, er wurde direkt vervielfacht. Und das heißt ja auch, dass Gott den Menschen zu seinem Bild geschaffen hat. Ja. Das heißt, wir sind ein Abbild. Das heißt, das, was Gott tut, sollen wir tun. Das heißt, die Idee ist, wenn Gott ruht, dann soll auch der Mensch das tun, und zwar jeden 7. Tag. Weil die Zeit ja auch nicht stehen bleibt, oder? Es ist ja Eben, ja. Es geht immer weiter. eine Abfolge von Zyklen, ne? Genau. Und wenn man jetzt die Geschichte durchgeht, dann ist sehr klar, dass diese Gebote gehalten werden. Von Abraham wird schon gesagt dann, dass er die Gebote Gottes gehalten hat. Und das ist ja noch lange bevor das jüdische Volk überhaupt entsteht. Ja, das ist erst entstanden durch die Nachfahren Abrahams. Mhm. Weil viele sagen, ja, der Sabbat, der wurde dann am Sinai bei den 10 Geboten gegeben. Mhm. Aber wir finden eine Erwähnung des Sabbats schon vor den 10 Geboten. Zum Beispiel in 2. Mose Kapitel 16. Mhm. Da sind sie jetzt aus Ägypten herausgekommen. Gott hat sie befreit durch große Zeichen und Wunder. Sie sind jetzt auf dem Weg zum Sinai, sind aber noch in der Wüste, sind noch nicht da. Die 10 Gebote wurden noch nicht gegeben. Und das ist jetzt die Stelle, wo das Volk murrt, weil sie nichts zu essen haben. Und jetzt beginnt dieses Manna-Wunder. Aber Gott sagt, 6 Tage sollt ihr Manna sammeln und am 6. Tag sollt ihr doppelt sammeln, weil am 7. wird es nichts geben. Und dann heißt es hier im Kapitel 16, ab Vers 23, und er, Mose, sprach zu ihnen, zum Volk, das ist es, was der Herr gesagt hat. Morgen ist eine Ruhe, ein heiliger Sabbat des Herrn. Vers 25, da sprach Mose, esst das heute, denn heute ist der Sabbat des Herrn. Ihr werdet es heute nicht auf dem Feld finden. 6 Tage sollt ihr es sammeln, aber am 7. Tag ist der Sabbat, da wird keines zu finden sein. Also hier sehen wir die Einhaltung des Sabbats sogar beim Manna-Sammeln. Nämlich, dass sie am 6. Tag doppelt sammeln und dann am Sabbat eben nicht mehr, dass sie von dem essen, was sie am Vortag gesammelt haben. Und das ist 3 Kapitel, bevor die 10 Gebote gegeben werden. Das heißt, wir sehen, dass der Sabbat etwas war, was schon davor galt, nämlich seit der Schöpfung. Ja. Und dann kommen wir natürlich zu der berühmten Stelle der 10 Gebote in 2. Mose Kapitel 20. Und dort finden wir das Sabbatgebot ab Vers 8. Und mit welchem Wort beginnt als einziges von allen Geboten das Sabbatgebot? Was ist das erste Wort in Vers 8? Denke? Gedenke. Gedenke. Nun, ich kann nur an etwas gedenken, was vorher schon da war. Ja. Ein Hier ist Andenken. die Erinnere dich Ja. daran, Mhm. an das Sabbatgebot und setze auch fort, es weiter zu halten. Das heißt, Ja. Gott hat ihnen eigentlich hier nichts Neues gegeben, sondern sie an etwas erinnert, was schon gegeben wurde. Und das sehen wir daran, dass in Vers 11 die Begründung für das Sabbathalten
die Schöpfung wieder ist. Mhm. Das heißt, hier schließt sich schon der erste Kreis von der Schöpfung zum Sinai, dass Gott sie an etwas erinnert, was schon seit der Schöpfung da war. Nämlich, weil Gott geruht hat, sollen auch sie ruhen. Das ist hier die Idee. Irgendwo stand doch noch, wo war das denn, dass das Sabbatgesetz ein Zeichen ist. Also das ist das einzige der 10 Gebote ist, wo steht, das ist ein Zeichen. Stimmt das? Oder? Genau, das finden wir kurze Zeit später, zum Beispiel in 2. Mose 31, Ah, okay. ähm, hier in Vers 13, auch gut zu merken, 31, Zahlendreher 13. Mhm. Und hier sagt Gott, redet du zu den Kindern Israels und sprich, er redet mit Mose, Mhm. haltet nur ja meine Sabbate, denn das ist ein Zeichen zwischen mir und euch für alle eure künftigen Geschlechter, damit ihr erkennt, dass ich der Herr bin, der euch heiligt. Und Vers Mhm. 17 nochmal, er ist ein ewiges Zeichen zwischen mir und den Kindern Israels. Und das ist auch interessant, der Sabbat ist eben auch ein Zeichen zwischen Gott und seinem Volk. Das heißt, die Idee ist, wenn wir den Sabbat halten und auch am 7. Tag, dann können wir damit unsere Identität und unsere Zugehörigkeit zum Ausdruck bringen. Das heißt, Gott hat nicht gesagt, haltet irgendeinen Tag, sondern er sagt, wenn ihr den 7. Tag wählt, dann zeigt ihr damit, dass ihr wirklich euch unter meine Autorität stellen wollt Mhm. und nicht unter die von Menschen ausgedachten Geboten zum Beispiel. Das ist wirklich ein Zeichen der Zugehörigkeit. Also ein Zeichen von uns auch gegenüber Gott. Ein Zeichen von uns gegenüber Gott. Ja. Es ist identitätsstiftend. Wir brauchen so Mhm. etwas als Menschen. Mhm. Wir müssen diese Zugehörigkeit haben. Und Gott hat es eigentlich sehr einfach gemacht. Er sagt, wenn ihr euch auf meine Seite stellen wollt und mir nachfolgen wollt und das auch bekennen sollt, ich meine, Jesus sagt später, wir sollen Gott bekennen vor den Menschen, Mhm. dann wird er auch uns bekennen vor seinem Vater im Himmel. Mhm. Und eine Art und Weise, das zu machen, sagt Gott, ist, dass wir sein Zeichen, nämlich den Sabbat, befolgen und bewahren in Ewigkeit. Jetzt sagen ja viele, ja, ich brauche keinen Sabbat als Anbetungstag, ich bete Gott jeden Tag an. Und das stimmt ja auch. Es wird manchmal so ein bisschen, kommt es meiner Meinung nach falsch rüber, denn es geht ja nicht nur um die Anbetung, es geht halt wirklich auch um die Sabbatruhe, oder? Ja, genau. Natürlich, wir sollen Gott jeden Tag folgen, wir sollen Gott jeden Tag auch in seinen vollendeten Werken ruhen, Mhm. aber trotzdem hat Gott es so eingerichtet, dass wir jeden 7. Tag eine spezielle, ja, eine abgesonderte, spezielle Zeit mit ihm haben, wo wir, und das steht ja im Gebot, vor allem nicht unsere Werke tun. Also niemand würde sagen, ja, ich werde jetzt nie wieder arbeiten und nicht meine eigenen Werke tun. Mhm. Gott sagt, wir sollen die tun, und zwar 6 Tage lang. Aber an einem Tag sollen wir aufhören. Das heißt Schabbat. Aufhören. Und niemand würde sagen, okay, ich höre jetzt jeden Tag auf. Und selbst die Tierwelt, also ich habe bei dir ein Video gesehen auf dem Kanal, Patrick, wer das von euch noch nicht gesehen hat, kann ich euch schwer empfehlen. Da hat jemand über Jahre lang die Tierwelt beobachtet, speziell Biber in den USA oder Kanada, ich weiß nicht, wo es war. Und er hat festgestellt, dass anscheinend solche Tiervölker, die auch so ein bisschen wie wir sind, die also auch in Gruppen arbeiten, also wirklich Arbeit verrichten, wie Biber das tun, dass die tatsächlich jeden Sabbat aufhören zu arbeiten. Also Freitagabend bis Samstagabend. Genau, und da sieht man, die Biber haben sich das nicht ausgesucht. Sie Ja, folgen etwas, was offensichtlich Gott in sie hineingelegt hat und was bei diesen Bibern noch als Überbleibsel da ist und wo sie sich in der ungestörten Natur eben noch dran halten. ein Und Naturgesetz. es gibt sogar noch einen weiteren Vortrag von dem, der diese Doku gemacht hat. Ich werde die hoffentlich auch noch bald übersetzen können. Und da zeigt er sogar mit wissenschaftlichen Studien auf, dass sogar weitere Tiere und auch Menschen diesen Zyklus in sich tragen. Man kann das heute Mhm. noch nachweisen, Mhm. dass bestimmte Hormonausschüttungen und Prozesse, die biochemisch im Körper ablaufen, einen Zyklus von 7 Tagen durchlaufen. Und am 7. Tag ist dieser Peak, wo wir am meisten dafür offen sind, diese geistliche Ruhe zu haben und empfänglich zum Lernen. Das ist in unserer Biochemie so verankert. Da kann sich Ja. keiner gegen wehren. Ja? Und da sieht man auch, das ist ein Beweis für die Schöpfung Gottes und dass der Sabbat etwas ist, was ewig gilt, immer am Samstag. Ja.
Jetzt sehen ja viele das Halten des Sabbats als sogenannte Werksgerechtigkeit an. Das heißt im Sinne von Sabbat halten, um gerettet zu werden. Was sagst du dazu? Ja, also das ist auch interessant, weil genau das Gegenteil der Fall ist. Also wir sind ja gerade hier noch bei den 10 Geboten und schon da wird klar gemacht, dass alle 10 Gebote und natürlich auch der Sabbat eine Folge davon war, dass sie erlöst wurden. Gott Mhm. hat sie zuerst befreit, dort aus Ägypten. Und als Folge davon konnten sie jetzt den Sabbat halten. Mhm. Das heißt, es ist nie die Idee in der Bibel, dass ich jetzt den Sabbat halte, um mir irgendwie die Erlösung oder die Befreiung, die ich brauche, irgendwie zu verdienen. Sondern der Sabbat ist genau das Zeichen dafür, dass ich jetzt erlöst bin. Und als Folge davon werde ich anbeten. Und ich werde diesen Tag nutzen, den Gott auch eingerichtet hat, um jetzt Gemeinschaft mit ihm zu haben und diesen besonderen Segen zu empfangen. Und deswegen, ja, ist es genau andersrum. Gott hat geschaffen in 6 Tagen und dann hat er geruht. Die Idee ist, man ruht in den vollendeten Werken Gottes. Auch die Erlösung ist ja ein, wie wir schon oft angesprochen haben, ein Schöpfungswerk Gottes in uns. Und beim Sabbat erinnere ich mich eigentlich an die Erlösung, an die vollendeten Werke, die er getan hat, in denen ich jetzt ruhe als Dank. Okay, gut, lass uns weitergehen zum zweiten Bereich, Patrick, dass wir so ein bisschen im Zeitplan bleiben. Jetzt hat ja für uns auch, wie wir die Dinge verstehen, prophetisch in der Bibel, der Sabbat auch eine konkrete Bedeutung für das Ende der Zeiten. Wenn wir auch vom Mahlzeichen des Tieres sprechen und vom Siegel Gottes, wir hatten dazu eine Folge, wir wollen das aber heute nochmal aufgreifen und ein bisschen vertiefen oder auch biblisch nochmal hinterlegen. Was beschreibt denn die Bibel, wenn sie vom Mahlzeichen des Tieres spricht und vom Siegel Gottes? Also kannst du da uns nochmal mit in die Bibel nehmen, dass wir da nochmal konkreter wissen, was das am Ende auch für uns bedeutet. Ja, das ist eben interessant, dass sich jetzt der Sabbat wirklich bis zum Ende durchzieht. Ich würde vielleicht gern noch kurz, bevor wir Mhm. wirklich auf diese Offenbarungssymbolik kommen, Mhm. noch mal kurz einen Abriss geben, wie sich das auch in der Bibel weiterentwickelt hat. Mhm. Also wir sehen zum Beispiel dann in den Propheten noch im Alten Testament, zum Beispiel Jeremia 17, 21 bis 22, dass das wiederholt wird, die Menschen sollen keine Lasten am Sabbat tragen. Mhm. Oder Jesaja 56, finde ich auch sehr interessant. Mhm. Ähm, in Jesaja 56 wird sehr viel über den Sabbat gesprochen. Und hier befinden wir uns jetzt, sag ich mal, plus minus 700 vor Christus. Mhm. Und da sagt Gott, dass der Sabbat nicht nur für die Juden gedacht war, sondern auch für die Fremdlinge. Ja, Jesaja 56, ab Vers 2: Wohl dem Menschen, der dies tut, und dem Menschenkind, das daran festhält, der den Sabbat hält, um ihn nicht zu entweihen und seine Hand davor bewahrt, irgendetwas Böses zu tun. Und der Fremdling, der sich dem Herrn angeschlossen hat, soll nicht sagen, der Herr wird mich gewiss von seinem Volk ausschließen, sondern in Vers 4 heißt es, denn so spricht der Herr, den Verschnittenen, die meine Sabbate halten und erwählen, was mir gefällt, und an meinem Bund festhalten. Mhm. Das wiederholt er dann immer wieder, bis er sagt, hier in Vers 7, dass sein Haus ein Bethaus für alle Völker sein soll. Die Idee ist, der Sabbat, schon hier im Alten Testament, war nicht nur für die Juden, sondern für alle Völker, für alle Fremdlinge war es eigentlich die Idee, dass sie diese Idee von Gottes Gesetz einschließlich des Sabbats zu allen Völkern bringen. Und dann kommen wir natürlich ins Neue Testament zu Jesus. In Lukas 4, Vers 16 heißt es, Jesus ging nach seiner Gewohnheit am Sabbattag in die Synagoge. Jesus ist unser Vorbild in allen Dingen. Also er hat den Sabbat gehalten und so sollen es auch wir tun. Und dann in Markus Kapitel 2 und dort Vers 27 heißt es noch einmal explizit, Markus 2, 27, und er, Jesus, sprach zu ihnen, der Sabbat wurde um des Menschen willen geschaffen, nicht der Mensch um des Sabbats willen. Also es ist ein Segen für uns, aber wir sehen auch, hier steht nicht, der Sabbat wurde für die Juden geschaffen, sondern für alle Menschen. Das haben wir schon gesehen. Bei Adam und Eva wurde er eingesetzt.
Dann, wie ging es weiter nach Jesu Tod? Denn viele sagen, ja, jetzt wurde es geändert. Jetzt haben die Christen den Auferstehungstag, also den ersten Tag, irgendwie als Sabbat gehalten. Stimmt aber gar nicht. Wenn wir zur Apostelgeschichte gehen, also die Geschichte der Apostel nach der Zeit von Jesus, wie es weiterging, können wir mal in Kapitel 13 lesen. Kapitel 13, dort predigt Paulus zu den Juden. Aber die Heiden bekommen das mit. Mhm. Und sie wollen jetzt, dass Paulus ihnen das auch verkündigt, was sie da gehört haben. Aber interessanterweise sagen sie nicht, ja, wir sind ja nicht die Juden, wir sind jetzt die Heidenchristen und wir wollen das am Sonntag, am ersten Tag. Nein, es heißt ja, Vers 42 in Kapitel 13, als aber die Juden aus der Synagoge gegangen waren, baten die Heiden darum, dass ihnen diese Worte auch am nächsten Sabbat verkündigt würden. Und genau so geschieht es dann auch. Und das finden wir mehrmals in der Apostelgeschichte, zum Beispiel auch Kapitel 17, Vers 2. Paulus aber ging nach seiner Gewohnheit zu ihnen hinein und redete an 3 Sabbaten mit ihnen aufgrund der Schriften. Also Paulus und alle Apostel, wir sehen das, haben das konsequent weitergeführt. Es gibt nur 8 Stellen im Neuen Testament, wo der erste Tag der Woche erwähnt wird. Und keiner spricht davon, dass der Sabbat irgendwie verlegt wurde. Er spricht manchmal davon, dass sie Gaben gesammelt haben, dass sie das Brot gebrochen haben, aber keine dieser Aktivitäten zeugt davon, dass der Sabbat verlegt wurde. Und dann spricht Jesus natürlich selbst auch über die Endzeit. Ja, jetzt kommen wir dann langsam in unsere Zeit. Jesus spricht hier in der Endzeitrede in Matthäus 24, in Vers 20, von der Zerstörung Jerusalems, aber gleichzeitig auch vom Ende der Welt, aufgrund der Frage, die die Jünger ja in Vers 3 gestellt haben. Was ist das Zeichen deiner Wiederkunft des Endes der Weltzeit? Und er spricht jetzt von der weiten Zukunft lange nach seinem Tod und sagt in Vers 20, bittet aber, dass eure Flucht nicht im Winter noch am Sabbat geschieht. Für ihn war klar, natürlich werden sie noch den Sabbat halten. Und nirgendwo ist die Idee davon, dass der Sabbat irgendwie geändert wird auf einen anderen Tag. Es ist einfach nicht in der Bibel zu finden. Bis wir dann zum, ganz zum Ende kommen, wo Jesaja die neue Erde beschreibt, die nach den 1000 Jahren Gott schaffen wird. Die neue Erde und der neue Himmel in Jesaja 66, was dann in der Offenbarung auch aufgegriffen wird. Diese Sprache vom neuen Himmel und der neuen Erde. Und da heißt es in Jesaja 66, Vers 22, denn gleich wie der neue Himmel und die neue Erde, die ich mache, vor meinem Angesicht bleiben werden, spricht der Herr, so soll auch euer Same und euer Name bestehen bleiben. Und es wird geschehen, dass an jedem Neumond und an jedem Sabbat alles Fleisch sich einfinden wird, um vor mir anzubeten, spricht der Herr. Das heißt, wir sehen, der Sabbat wurde bei der Schöpfung um des Menschen willen eingesetzt. Wir Mhm. sehen noch vor Sinai, wir sehen beim Sinai, wir sehen nach dem Sinai bei den Propheten, dass er sogar für die anderen Völker war. Wir sehen bei Jesus, wir sehen bei den frühen Christen, bei Paulus, wir sehen, dass Jesus ihn für die Endzeit erwähnt. Wir sehen ihn sogar in der Ewigkeit. Und heute sind wir hier im Jahr 2025. Was glauben wir? Ist der Sabbat auch heute gültig? Ja, Offensichtlich. ein roter Faden, Mhm. der ununterbrochen gilt. Man kann sogar noch in die Geschichte gehen des Mittelalters und sehen, dass es immer weiter Christen gab in der Geschichte, die den Sabbat gehalten haben und nie vergessen haben. Übrigens, wenn man die verschiedenen Sprachen durchgeht, man kann zig, vor allem europäische und östliche Staaten durchgehen, Sprachen. Und das Wort Samstag hat in jeder Sprache eine Abwandlung von Sabbat. Ja, Sabbato, Sabbaton, Sabti und so weiter. Mhm. Kann jeder nachgucken, was bedeutet Samstag in den anderen Sprachen. Und da sieht man überall, dass der 7. Tag der Sabbat ist. Mhm. Und übrigens, wenn der Mittwoch wirklich die Mitte der Woche ist, dann geht das nur auf, wenn der Samstag der 7. Tag ist.
der Sabbat. Ganz interessant. Ich habe beruflich ein Kalenderprogramm, wo also Termine reingebucht werden und so weiter. Da bin ich gestern drin gewesen, um mal meine Verfügbarkeiten so einzutragen. Und da ist mir doch aufgefallen, dass die Woche mit dem Sonntag endet und immer noch der Samstag ganz oben steht. Also Ja, ja. Es ist noch überall zu finden. genau. Und jetzt kommen wir natürlich zur Endzeit und zu deiner Frage über das Siegel und das Mahlzeichen. Ja. Und wenn wir einmal verstehen, diese Sprache, die jetzt in der Offenbarung verwendet wird, dann sehen wir, dass auch hier diese Sabbat-Thematik ganz klar aufgegriffen wird. Und zwar, oder vielleicht fangen wir so an, es ist schon interessant, dass die Bibel selbst vorhergesagt hat, dass nicht nur das Gesetz, sondern vor allem auch der Teil im Gesetz, der mit Zeit zu tun hat, Mhm. verändert werden wird. Ja. Und das ist genau, was wir heute sehen. Das ist diese berühmte Stelle im Propheten Daniel, Kapitel 7, Vers 25, Ja. wo von dieser Macht gesprochen wird, die dort als kleines Horn beschrieben wird, die die Heiligen, also die wahren gläubigen Christen verfolgt, das sich gegen Gott auflehnt, gegen den Höchsten. Und alle Reformatoren haben geglaubt, dass dieses kleine Horn der römische Kirchenstaat ist. Von Luther über Zwingli, Calvin, Wesley, Wycliffe. Alle Reformatoren waren sich einig, dass es hier vom Papsttum spricht, die mittelalterliche Staatskirche. Und ein Merkmal dieses kleinen Horns in Daniel 7,25 ist eben, dass dort steht, und er wird danach trachten, Zeiten und Gesetz zu verändern. Das heißt, wir sehen hier schon eine Prophezeiung darauf, dass das Gesetz verändert wird und speziell auch die Zeit. Und wir sind das schon mal durchgegangen, dass die 10 Gebote, man kann sagen, ungefähr 70% der Gebote sind verändert worden. Vom Text, der weggelassen oder verändert wurde, ein Gebot wurde komplett gestrichen. Mhm. Und eben die Zeit des Sabbats wurde verlegt vom 7. Tag auf den 1. Tag. Und wenn man sich mal die Mühe macht, Patrick, wenn ich ganz kurz einmal dazwischen gehen darf, mal zu recherchieren, was die katholische Kirche denn selber dazu sagt. Man könnte ja meinen, das würden sie niemals zugeben oder das würden sie verstecken. Allerdings, ich will jetzt nicht sagen, ist die Arroganz so groß. Es ist ja auch schon wieder dann teilweise länger her. Aber wenn man mal recherchiert, habe ich zwei Dinge gefunden, die ich euch kurz vorlesen möchte und die blenden wir dann auch ein im Nachgang. Einmal aus 1950, Our Sunday Visitor. Das ist tatsächlich eine Zeitung, die kann man auch im Internetarchiv tatsächlich finden. Vom 5. Februar 1950. Da sagt die katholische Kirche selber, die Protestanten akzeptieren den Sonntag statt des Samstags als Tag für den öffentlichen Gottesdienst, nachdem die katholische Kirche diese Änderung vorgenommen hat. Aber der protestantische Geist scheint nicht zu begreifen, dass sie mit der Einhaltung des Sonntags die Autorität des Sprachrohrs der Kirche, des Papstes, akzeptieren. Also deutlicher geht's eigentlich nicht, wenn man Ja. sagt, das ist eigentlich unsere Autorität. Noch ein zweiter Artikel aus Sentinel Pastors Page St. Catherine, Catholic Church aus dem 1995, 21. Mai. Die vielleicht kühnste Sache, die revolutionärste Veränderung, die die Kirche je vollzogen hat, geschah im 1. Jahrhundert. Der heilige Tag, der Sabbat, wurde von Samstag auf Sonntag verlegt. Der Tag des Herrn, Dies Dominica, wurde gewählt, nicht aus irgendwelchen Anweisungen in den Schriften, sondern aus dem Gefühl der Kirche für ihre eigene Macht. Der Tag der Auferstehung, der Tag von Pfingsten, 50 Jahre später, fiel auf den 1. Tag der Woche. Dies wäre also der neue Sabbat. Menschen, die der Meinung sind, dass die Heilige Schrift die einzige Autorität sein sollte, sollten logischerweise 7-Tags-Adventisten werden und den Samstag heilig halten. Auch ganz interessant. Das sagen Katholiken selber. Selber, nicht wir. Das muss man sich mal vergegenwärtigen. Denn heute ist es oft so, dass dann die heutigen protestantischen und evangelikalen Christen versuchen, aus der Bibel irgendwie zu beweisen, dass der Tag verlegt wurde. Dabei sagt die katholische Kirche selber, und es gibt auch Zitate von protestantischen Kirchen und Pastoren, die das erkannt haben, die zugeben, dass es dafür keinen biblischen Beweis gibt. Und die katholische Kirche sagt selber, wir haben das
gemacht. Sie brüsten sich sogar damit, dass sie das gemacht haben. Ja. Sie sagen, das ist das Zeichen unserer Autorität. Und wenn jemand jetzt den ersten Tag hält, dann zeigt er damit, dass er nicht der Bibel folgt, sondern der Tradition der römisch-katholischen Kirche. Das sagen sie ganz offen so und sie finden es sogar gut. Weil aus ihrer Sicht bestätigen ja damit die Menschen, dass sie sich nicht unter Gottes Wort stellen, sondern unter ihre eigenen Traditionen. Es ist eine Frage der Autorität, unter die Ja. ich mich stelle. Zu wem möchte ich gehören? Und somit auch, wenn wir jetzt zum Ende der Weltzeit kommen, Autorität heißt ja auch, wen bete ich am Ende an, oder? Wem bin ich zugehörig? Wer ist mein Gott? Genau, denn das wird jetzt aufgegriffen in der Offenbarung, die schon vorhergesagt hat, dass es dort ein System geben wird, das genau so ein Autoritätszeichen für sich beanspruchen wird, Ja. was Anbetung fordern wird. Und das finden wir in Offenbarung 13. Dort wird vorhergesagt, dass es einen weltweiten religiös-politischen Staat geben wird. Warum? Warum ist er weltweit? Weil in Offenbarung 13 geschrieben wird in Vers 14, und es verführt die, welche auf der Erde wohnen und so weiter. Später heißt es in Vers 16, und es bewirkt, dass allen, den Kleinen, den Großen, den Reichen, den Armen, den Freien und den Knechten, die Idee ist, jeder wird davon betroffen sein. Die ganze Erde, jede Gesellschaftsschicht, einfach alle. Das Ja. heißt, es wird weltweit sein. Dann wird es staatlich durchgesetzt. Woran erkennen wir das? Jeder, der nicht mitmacht, wird getötet werden. In Vers 15. Dazu braucht man staatliche Gewalt. Ja. Es wird auch wirtschaftlich durchgesetzt werden, weil niemand kaufen und verkaufen kann, der da nicht mitmacht. Und es wird religiös sein. Warum? Weil gesagt wird in Vers 15, dass man das Bild des Tieres anbeten muss. Ja. Und das Also, Zeichen dieser Anbetung, dieses Mahlzeichen, wird auf die Stirn kommen. Und das ist jetzt interessant, weil das genau der Kontrast ist zu denjenigen, die nicht das Mahlzeichen auf der Stirn haben, sondern das Siegel Gottes. Ja, das finden wir in Offenbarung 7. In Offenbarung 7, da wird von der sogenannten Versiegelung gesprochen. Offenbarung 7 ab Vers 3, da heißt es, und er sprach, schädigt die Erde nicht, noch das Meer, noch die Bäume, bis wir die Knechte unseres Gottes an ihren Stirnen versiegelt haben. Dieser Schaden, der hier kommen soll, das sind die 7 letzten Plagen. Die letzte mhm. große Zerstörung, die auf die Erde kommt. Aber davor, wenn noch das Evangelium in die ganze Welt geht, heißt es, das ist eine Zeit, wo die Knechte Gottes, also die wirklich Gläubigen, die Gott folgen, sie werden versiegelt an ihren Stirnen. Sie bekommen ein Siegel. Und jetzt ist die Frage, was ist damit gemeint? Denn wenn wir wissen, was mit dem Siegel gemeint ist, dann können wir auch wissen, was mit dem Mahlzeichen gemeint ist. Das ist die Gegenüberstellung hier. Du hast entweder das Siegel oder das Mahlzeichen. Und das ist interessant. Wie nennt die Bibel noch ein Siegel? Schaut in Römer Kapitel 4, Vers 11. In Römer 4, Vers 11 spricht Paulus über Abraham. Und er sagt hier in Vers 11, und er, Abraham, empfing das Zeichen der Beschneidung als Siegel der Gerechtigkeit des Glaubens. Die Idee ist einfach, dass die Bibel sagt, dass ein Zeichen ein Siegel ist. Er empfing das Zeichen als Siegel. Das heißt, am Ende der Welt bekommen die Menschen ein Siegel. Aber was ist es? Es ist ein Zeichen. Wir haben vorhin schon davon gesprochen, von was Gott sagt. Es soll ein Zeichen sein zwischen meinem Volk und mir. Er hat gesagt, es sind meine Sabbate. Mein Sabbat ist ein Zeichen zwischen meinem Volk und mir. Und genau diese Sprache wird hier in der Offenbarung aufgegriffen in Form eines Siegels. Und wir können es bestätigen, weitere Zeugen in der Bibel, dass hiermit wirklich
der Sabbat im Gesetz Gottes gemeint ist. Warum? Was soll denn an die Stirn kommen? Wofür steht die Stirn in der Bibel? Was haben wir hinter der Stirn? Was machen wir sozusagen mit dem Teil unseres Körpers, wo die Stirn ist? Entscheiden, oder? Ja, das ist, wo unser Denken sitzt, wo Mhm. unsere Gesinnung sitzt. Ja, man weiß Mhm. das heute auch aus der Forschung. Da ist unser Gehirn und gerade vorne in unserem Frontallappen, da treffen wir Entscheidungen. Da ist unser Wille Mhm. verankert. Und das ist interessanterweise genau das, was die Bibel unser Herz nennt. In Mhm. Hebräer 4, Vers 12, da spricht die Bibel von den Gedanken und den Gesinnungen des Herzens. Aber unsere Gedanken und Gesinnungen sind hinter der Stirn. Da ist unser Herz. Und genau dort soll das Zeichen Gottes sein. Das Zeichen der Sabbat, das Herzstück von was? Das Herzstück von seinem Gesetz. Das Gesetz, was auch ihn als Gesetzgeber identifiziert. Hätten wir das Sabbatgebot nicht, wüssten wir nicht, wer eigentlich diese Gebote gegeben hat, wer hier diese Autorität beansprucht. Aber im Sabbatgebot steht, dass es der Schöpfer ist, der über die Schöpfung regiert. Also sein Name, sein Titel und sein Herrschaftsgebiet. Ja. Das wird im Sabbatgebot definiert. Und deswegen ist es auch das Autoritätszeichen, unter das ich mich stelle. Nicht unter eine irdische Macht, sondern unter den Schöpfer, der Himmel, Erde und Meer gemacht hat. Interessant ist ja auch nochmal der Unterschied zwischen Gottes Siegel und dem Malzeichen des Tieres. Das Malzeichen des Tieres wird angenommen an der Hand oder an der Stirn und das Siegel nur an der Stirn. Und das hat mich so erinnert an diese globale Atemwegsgeschichte. Da haben die Leute entweder gedacht, dass das richtig ist, was da passiert und deswegen aus Überzeugung gehandelt. Oder sie haben einfach gehandelt, weil sie vielleicht dazu gezwungen worden sind, weil sie ihren Arbeitsplatz nicht verlieren wollten. Aber Gottes Siegel kann man doch nur empfangen, wenn man wirklich aus vollem Herzen Gott liebt und folgt, oder? Das ist doch der Unterschied. Genau, Und nicht aus Zwang. genau, bei Gott zählt immer, dass wir selbst auch überzeugt werden. Ja. Und wenn wir wirklich überzeugt sind und wahren Glauben haben, wird die Hand auch folgen. Denn in Ja, der Bibel gehören Glaube und Werke immer zusammen. zusammen. Nicht die Mhm. Werke, um mir die Erlösung zu verdienen, sondern wenn ich wahrhaft glaube und Gott vertraue. Vertrauen und Glauben ist gemäß Gottes Wort zu handeln. Aber es ist eine Folge des Glaubens, nicht um mir irgendeine Erlösung zu verdienen. Das hatten wir vorhin schon beim Sabbat. Der wurde gegeben, das ganze Gesetz wurde gegeben als Folge ihrer Befreiung und nicht um befreit zu werden. Das ist die wunderbare Gnade Gottes. Und jetzt gibt Gott uns die Möglichkeit zu zeigen anhand des Sabbats, zu wem wir gehören. Und es könnte auch einfacher und auch schöner nicht sein. Ja, stimmt. Und ich finde es so bezeichnend. Die Bibel macht es sehr deutlich, was hier eigentlich geschieht. Wir haben ja eben gesagt, Gott schreibt sein Gesetz eigentlich in unser Herz. Das ist, was im neuen Bund geschieht. Aber das ist eigentlich auch die Versiegelung. Wir, ich möchte noch eine wichtige Sache anbringen. Schaut mal in 5. Mose Kapitel 9. 5. Mose Kapitel 9, ab Vers 9, da heißt es, als ich, Mose, auf den Berg gegangen war, um die steinernen Tafeln zu empfangen, die Tafeln des Bundes, den der Herr mit euch machte, da blieb ich 40 Tage und 40 Nächte lang auf dem Berg und aß kein Brot und trank kein Wasser. Da gab mir der Herr die zwei steinernen Tafeln mit dem Finger Gottes beschrieben und darauf alle Worte, die der Herr mit euch auf dem Berg geredet hat. Wir sehen hier ein paar interessante Dinge. Diese Steintafeln wurden von Gott selbst beschrieben mit seinem Finger, steht hier. Man kann später noch nachlesen und ich kann jedem das empfehlen. Einmal in 5. Mose Kapitel 10. Dort steht explizit, dass Gott diese Steintafeln beschrieben hat und dass sie in die Bundeslade gelegt werden sollten. Aber später geht es um die
weiteren Gesetze, die Mose gegeben wurde. Vor allem auch zum Beispiel die Zeremonialgesetze, die mit dem Heiligtum, dem Opferdienst und so weiter zusammenhingen. Auch mit den Festsabbaten. All das hat interessanterweise Mose selbst geschrieben, nicht Gott. Und Mose hat es in ein Buch geschrieben, nicht auf die steinernen Tafeln. Und dieses Buch des Mose wurde dann, das kann man nachlesen, 5. Mose 31, 24 bis 26, dieses Buch wurde neben die Bundeslade gelegt. Und da können wir einen ganz klaren Unterschied sehen zwischen den ewigen Gesetzen Gottes, die er selbst mit seinem Finger geschrieben hat auf Stein und die in die Bundeslade gelegt wurden, und den weiteren Gesetzen in dem Buch Mose, das Mose geschrieben hat und neben die Bundeslade gelegt wurde. Hm. Wir sagen doch, etwas, was in Stein gemeißelt ist, ist für ewig. Oder das ist das Bild hier. Das ist, was Gott sagt, das gilt für ewig. Weil viele Christen fragen sich, ja, aber es wurde doch etwas abgeschafft am Kreuz, auch durch Jesus. Ja, da wurden Gesetze abgeschafft. Aber das waren eben die Dinge, die im Buch Mose standen, die neben der Bundeslade waren. Das, was Gott selbst mit seinem Finger auf Stein geschrieben hat und in die Bundeslade gelegt wurde, das gilt für ewig. In Psalm 89, 34 sagt Gott, ich werde nicht ändern, was aus meinem Mund hervorgegangen ist und den Bund, den ich aufgerichtet habe. Das wird Gott nie ändern. Sein Gesetz ist für ewig. Und wenn man jetzt schaut im Neuen Testament, in Lukas 11, Vers 20, dort spricht Jesus von der Austreibung von Dämonen, aber wir lesen den Text wegen einem anderen interessanten Punkt. Denn er sagt hier in Lukas 11, Vers 20, wenn ich aber die Dämonen durch den Finger Gottes austreibe, so ist ja das Reich Gottes zu euch gekommen. Haben wir den Finger Gottes eben schon mal gehört? Ja. Damit hat Gott doch sein Gesetz auf die Steintafeln geschrieben. Und jetzt schaut mal, wofür der Finger Gottes steht. Denn wir haben ein Parallelevangelium, nämlich Matthäus, wo dasselbe gesagt wird, aber für Finger Gottes etwas anderes, ein anderer Begriff verwendet wird. In Matthäus 12, Vers 28 sagt Jesus, wenn ich aber die Dämonen durch was? Durch den Geist Gottes austreibe, so ist ja das Reich Gottes zu euch gekommen. Mhm. Also was ist der Finger Gottes? Wofür steht er? Den Heiligen Geist. Er steht für den Heiligen Geist. Hm. Das heißt, genauso wie Gott mit seinem Finger die 10 Gebote auf die Steintafeln schrieb, genauso schreibt er im neuen Bund durch seinen Geist die 10 Gebote. Und zwar alle 10, einschließlich seines Zeichens des Sabbats. Wohin? In unser Herz. Das Mhm. ist ja das, was er in Hebräer 11 sagt, in Bezug auf den neuen Bund. Hebräer 8 und dort Vers 10, sondern das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel schließen werde. Nach jenen Tagen spricht der Herr, ich will ihnen meine Gesetze in den Sinn geben und in ihre Herzen schreiben. Was haben wir gesagt? Wo ist eigentlich der Sinn und das Herz verankert? Hinter der Stirn. Dahin schreibt er mit dem Heiligen Geist sein Gesetz. Das Zeichen, das Siegel, das wir in der Offenbarung wiederfinden, wo seine Knechte jetzt versiegelt sind. Epheser, Korinther, Paulus schreibt, werden versiegelt mit dem Heiligen Geist. Es ist sein Werk, das ist der neue Bund. Es geht nicht darum, ob die Gebote abgeschafft sind, sondern es geht darum, wo sie jetzt sind. Sind sie noch dort auf den steinernen Tafeln und ich versuche sie in meiner eigenen Kraft zu halten? Oder schreibt Gott all diese Gebote jetzt in meinen Sinn, in meine Gedanken? Und das ist das Siegel, das wir brauchen, im Gegensatz zu dem Malzeichen, eine Fälschung und Veränderung der Gebote. Weil wir als Gottes Volk am Ende der Zeiten auch den Sabbat nur halten können unter all der Bedrängnis und der Drangsal, die da kommen mag, wenn er es vorher in unser Herz geschrieben hat und nicht aus eigenem Antrieb. Da werden wir Ja. fallen. Und dann heißt es ja in Offenbarung 14 weiter, wo diese Sprache aufgegriffen wird, Offenbarung 14, Vers 1, die 144.000, sie haben den Namen des Vaters auf ihrer Stirn. Das ist nichts anderes als das Siegel, ist ein anderes Wort dafür. Das heißt, sie haben seinen Charakter, sein Gesetz. Ich meine, Gott gibt sein Gesetz als Niederschrift seines Charakters.
An seinem Gesetz können wir Gottes Willen erkennen und damit sein Charakter, das, was er für uns will. Und in Vers 12 von Offenbarung 14 heißt es, hier ist das standhafte Ausharren der Heiligen, hier sind die, welche die Gebote Gottes und den Glauben an Jesus bewahren. Ja. Also ganz klar, sie haben das Siegel und damit haben sie auch die Gebote Gottes, einschließlich dieses Zeichens, dieses Siegels, was der Sabbat ist. Ja. Patrick, ich könnte hier immer weiter zuhören, aber wir müssen mit Blick auf die Uhr und dass wir es, wahrscheinlich werden wir es eh reißen heute. Ich hoffe, ihr versteht das. Wir wollten es unbedingt in eine Folge kriegen, damit es auch rund wird. Aber wir gehen in den letzten Bereich rein und jetzt wird es natürlich spannend, weil wir wollen sehen, wie sich das, was wir jetzt gerade beleuchtet haben, vor unseren Augen jetzt immer mehr beginnt tatsächlich zu entfalten. Jetzt gerade für uns gegenwärtige Wahrheit wird. Patrick, wie passen diese aktuellen Ereignisse, die wir jetzt gerade sehen, das heißt der Mord an Charlie Kirk, diese Zuspitzung in Amerika, dass immer mehr auch da der Katholizismus an Boden gewinnt, aber auch wachsende Sonntagsinitiativen. Da gehen wir gleich nochmal ein bisschen näher drauf ein, aber oder zeigen auch nochmal ein paar Beispiele dafür. Aber wie passt das Aktuelle in das prophetische Gesamtbild? Für uns ist jetzt interessant zu sehen, was aus diesem ganzen Charlie Kirk-Attentat gemacht wird oder Mhm. was die Nachwirkungen davon sind. Und es wird viel davon gesprochen, dass jetzt eine weltweite Erweckung stattfindet. Es gibt Videos aus verschiedenen Ländern, wo Mhm. die Menschen rufen, We are Charlie Kirk, und die Menschen gehen auf einmal in die Kirche, lesen die Bibel und ähm, ja, viele fragen sich, ist das jetzt eine riesige Erweckung, die wir hier erleben? Natürlich können wir im Einzelfall die Menschen nicht beurteilen. Aber was wir immer im Hinterkopf behalten sollten, ist, dass die Bibel definitiv von falschen Erweckungen warnt. Ich meine, das, was wir in Offenbarung 13 lesen, wo dieses falsche religiös-politische weltweite System aufgebaut wird, es wird dadurch errichtet, dass diese Macht Feuer vom Himmel auf die Erde bringt. Und wer die Bibel kennt, weiß, was hier mit dieser Symbolik gemeint ist. Als zu Pfingsten damals auf die Apostel der Heilige Geist ausgegossen wurde, kam er in feurigen Zungen. Johannes der Täufer hat gesagt, ich taufe euch mit Wasser, aber einer wird nach mir kommen, der wird euch mit Heiligem Geist und Feuer taufen. Aber hier sprechen wir von einer antichristlichen Macht in Offenbarung 13, die auch Feuer vom Himmel bringt. Aber ich denke, uns dürfte klar sein, dass das nicht der wahre Heilige Geist ist, sondern ein falscher Heiliger Geist, ein falsches Feuer. Und es ist auch interessant, wir haben jetzt nicht die Zeit, das können wir ein anderes Mal machen, diese Geschichte von Elia uns anschauen, weil Jesus gesagt hat, Elia wird noch einmal kommen. Auch das Alte Testament endet damit, dass kurz vor dem furchtbaren Tag des Herrn Elia noch einmal kommen wird. Was heißt das? Da werden Menschen sein, die haben dieselbe Botschaft wie Elia. Und wenn man sich die Geschichte von Elia anschaut, in 1. Könige 18, dieser Showdown auf dem Berg Karmel, ging es eigentlich darum, dass Elia gesagt hat, entscheidet euch. Entscheidet euch zwischen diesem falschen Gott, Baal, oder dem wahren Gott. Und das ist genau unsere Botschaft am Ende. Entscheidet euch zwischen dem Mahlzeichen des Tieres und dem Siegel Gottes. Und das Interessante, wenn man die Geschichte liest in 1. Könige 18, ist, dass dort diese falschen Propheten waren, die jetzt zuerst die Gelegenheit bekommen, ihre Götter anzurufen, und sie veranstalten dann da diesen Tanz, ritzen sich die Arme auf. Ja, das heißt, sie versuchen eine Gefühlsreaktion zu produzieren und so die Antwort Gottes heraufzubeschwören. Und es ist erst nachdem sie ihre ganze Show abgezogen haben, dass Elia kommt, den Altar aufrichtet, das Gesetz. Und jetzt antwortet Gott tatsächlich, nämlich mit Feuer aus dem Himmel. Das heißt, wir sehen, diese falsche Erweckung kommt vor der wahren Erweckung. Mhm. Es wird zuerst kommen. Und hier in der Offenbarung, in Kapitel 13, lesen wir, dass genau dieses Bild aufgegriffen wird von Elia und da jetzt falsches Feuer vom Himmel kommt, um zu beweisen, seht ihr, Gott ist auf unserer Seite. Und wenn man sich anschaut, zum Beispiel diese Trauerfeier von Charlie Kirk, eine der meistbesuchten Trauerfeiern in der Geschichte Amerikas. Also ich glaube, nur Elvis Presley und ähm,
Andere Persönlichkeiten wie Martin Luther King kommen da Ja. heran. Daran sieht man, was für eine bedeutende Persönlichkeit er war, beziehungsweise zu welcher er jetzt gemacht wird und wie das genutzt wird. Wenn man sich diese Show ansieht, dann sieht man auf den Bildschirmen hinten, wie es buchstäblich Feuer regnet. Ach, Von tatsächlich, das oben ist mir nicht nach aufgefallen. unten. Man achte darauf, was hier im Hintergrund visualisiert wird, während stundenlang christlicher Worship-Rock die Massen anheizt. Die Choreografie lässt hier tatsächlich digitales Feuer vom Himmel fallen. Das heißt, die Menschen werden wie schon vorbereitet auf diese Idee, dass hier diese Erweckung oder diese Ausgießung des Feuers des Geistes stattfindet. Und Mhm. der stellvertretende Generalstabschef Stephen Miller, muss man sich mal überlegen, er ist ein sehr hohes Tier im Weißen Haus mit sehr viel Macht. Er hat dort gesprochen auf dieser Veranstaltung und er hat gesagt, ihr wisst nicht, was für einen Drachen ihr geweckt habt, indem ihr versucht habt, so eine Stimme wie Charlie Kirk zum Schweigen zu bringen. You have no idea the dragon you have awakened. You have no idea how determined we will be to save this civilization. Er spricht natürlich von Amerika, von der Macht, die sie haben. Und das ist prophetisch auch interessant, weil wir genau davon lesen, dass Amerika in Offenbarung 13,11 beschrieben wird als ein Lamm, also anscheinend christlich, äußerlich, aber redet wie ein Drache. Ja. Und genau das hat man auf der Veranstaltung gesehen. Einerseits spricht die Erika Kirk, seine Frau, davon, ja, dass sie dem Attentäter vergibt. Oder wie Jesus eigentlich, ein christliches Verhalten. Aber kurze Zeit später sagt Trump, also die Staatsmacht, ja, Charlie Kirk war vielleicht so drauf, er hatte vielleicht diese Gesinnung und auch Erika Kirk. Aber ich kann das nicht. Ich hasse meine Feinde und wir werden sie verfolgen. Oder und da sieht man die Stimme des Drachen. Genau das, was in der Offenbarung hier beschrieben wird. Und dann haben wir genau bei dem Thema auch dann auch noch das Samstag-Sonntagsthema ganz interessant, weil ja der Charlie Kirk im Grunde posthum jetzt noch ein Buch rausbringt, was tatsächlich auch noch mit dem Samstagssabbat zu tun hat. Stop in the name of God, why honoring the Sabbath will transform your life. Er hat tatsächlich nach dem biblischen Sabbat gelebt. Und ich meine, er war mit dieser Frau ja in einer Familie, die haben ein gemeinsames Leben gehabt mit den Kindern. Und jetzt sagt aber Erika Kirk auf der Trauerfeier ins Mikrofon, heiligt den Sonntag. Und von Sonntag auf Sonntag auf Sonntag. Und da fragt man sich schon, wo kommt diese Diskrepanz jetzt her? Ja, es gibt mehrere Artikel, wo man überall diesen Twist jetzt sieht. Es wird einerseits aufgegriffen, wie Charlie Kirk ja den Sabbat gehalten hat, aber dann kommt immer der Switch, naja, wir sollten uns jetzt auch einen Tag aussuchen. Und dann wird im nächsten Mhm. Satz so gesagt, und das wäre dann der Sonntag. Und damit Ja, macht man natürlich dem Erbe also tut man dem Erbe von Charlie Kirk keinen Gefallen. Denn er war für den 7. Tag Sabbat am ja, Samstag. Und ich bin mal gespannt, was in diesem Buch steht. Denn ihm ging es nicht nur darum, einfach einen Tag Ruhe zu halten. Er hat sehr deutlich auch gesagt, dass für ihn es keinen Beweis dafür gibt, dass dieser Tag verändert wurde und für ihn war es der Samstag. Und dieses Buch ist ja jetzt schon 3 Monate vor der Veröffentlichung auf Platz 1 der Amazon-Charts. Also ja. dieses Thema wird nicht weggehen. Es ist ein großes Thema. Natürlich versucht die andere Seite das jetzt für ihre Richtung den Sonntag auszuschlachten, aber dieses Thema wird nicht weggehen. Und dieses Thema war auch vorher schon da. Und dieses Attentat und diese Trauerfeier und alles, was jetzt daraus gemacht wird, ist eigentlich nur zusätzliches Öl, was gegossen wird in das Feuer, was eigentlich schon immer mehr brennt. Wir sehen schon lange die Diskussion, die immer mehr in die Öffentlichkeit kommt in den USA. Ja, Stichwort Sonntagsgesetzbewegung, Sunday Alliance, wo immer mehr diskutiert wird, Sonntagsgesetze wieder einzuführen in den USA. Und wir wissen aus der Offenbarung, es beginnt in den USA und wird dann weltweit sich ausbreiten. Ja, wir haben einige Beispiele da gleich noch für, habe ich mal ein paar rausgesucht. Also man sieht schon hier, vielleicht wirkt Gott ja jetzt auch schon hier, also Charlie Kirk würde das vielleicht nicht gutheißen, was hier gerade mit seinem Erbe gemacht wird, aber möglicherweise nutzt Gott dasselbe
Ereignis ja auch aus, wenn wir sagen, das Evangelium wird in die ganze Welt verkündigt, könnte das ja genauso, der Feind spitzt es zu und gleichzeitig passiert das auf der anderen Seite, dass die Menschen vom Sabbat jetzt erfahren und das vielleicht nicht so gewollt war, vielleicht durch so ein Buch sogar. Dann haben wir, Patrick, diese Entwicklung in Amerika, was ja eigentlich ein protestantisches Land ist, wohin die Menschen, die Gläubigen geflüchtet sind im Mittelalter vor dem Papsttum, vor der katholischen Kirche, um ihren Glauben ausleben zu können, um wirklich Christus zu finden und so weiter. Und jetzt sehen wir plötzlich in Amerika Bewegungen wie, dass hinter Trump sich dort etwas etabliert, auch Projekt 25 und so weiter, von J.D. Vance und anderen Personen, die tatsächlich hohe Ämter, wie du gerade schon sagst, bekleiden, die aber wirklich Katholiken sind. Wir sehen die Menschen, die plötzlich vom Protestantismus zu den Katholiken konvertieren, seit Mitte 2023 geht plötzlich durch die Decke. Und auch da erfüllt sich doch Prophetie, oder nicht? Wenn wir jetzt sagen, okay, der Katholizismus, die Mutterkirche, der Protestantismus kehrt zurück zur Mutterkirche, sie übernehmen wieder die Macht und dann jetzt auch noch die Aussagen von Trump, Kirche und Staat und Kirche wieder zu verbinden, was er wirklich offen vor der Kamera schon sagt, das sind doch alles eindeutige Zeichen, die in der Prophetie hier in der Bibel stehen, oder? Ja, wenn man weiß, wo man hinschauen muss, sozusagen mit der prophetischen Brille der Bibel, dann sieht man es schon überall. Ja. Es ist nur noch nicht in den Schlagzeilen und Hauptnachrichten. Aber diese Zeit wird kommen. Aber man kann es jetzt schon sehen, wenn man weiß, worauf man achtet. Ein Beispiel sind die sogenannten Blue Laws. Das gibt es in Amerika. Und zwar sind das Gesetze, die in den Gesetzesbüchern stehen, die aber ruhen. Sie sind nicht aktiv. Und sie gehen auf eine Zeit zurück in Amerika, wo es da auch Gesetze gab, dass am Sonntag keine Arbeit getan werden darf. Auch speziell, dass Geschäfte geschlossen bleiben sollen. Und irgendwann wurde in Amerika natürlich diese 24-7-Stunden-Woche, wir kennen das von Amerika, da haben sonntags immer alle Geschäfte auf, man kann auch nachts da einkaufen gehen und die kennen das eigentlich nicht so wie hier, diese Sonntagsruhe, wo dann die Läden zu haben. Aber jetzt, in den letzten wenigen Jahren, hat das extrem Fahrt aufgenommen, dass viele Pastoren, Evangelikale, und man sieht das dann auf YouTube, können wir auch jetzt so einen Zusammenschnitt zeigen, wie viele mittlerweile davon sprechen, dass wir doch diese Blue Laws, also diese Sonntagsladungsschließungsgesetze, wieder einführen sollten. Was natürlich ein Sprungbrett ist zu noch schärferen und weiteren Sonntagsgesetzen, die da kommen. Aber allein, dass das jetzt so eine Riesendiskussion ist, sollte uns zu denken geben und zeigt, wie dieses ganze Thema immer mehr Fahrt aufnimmt. We'll make that law. Sabbath blue laws. Blue laws. A blue law. Blue laws. Blue laws. Blue laws. Sabbath laws on Sunday. Maybe the Sabbath laws. Blue laws. Blue laws. Blue laws. Sunday closing laws. Blue laws. Blue laws meant everything was closed. The blue laws. Blue laws. Blue laws. The blue laws. Maybe Sunday Sabbath laws. Or blue laws. Blue laws. Or Sabbath laws. Sabbath laws. Sabbath laws. I remember the blue laws. Stories about the blue laws when These laws are known as blue laws. Und das Weitere, was du auch schon erwähnt hast, ist das Projekt 2025. Das ist ein Dokument, was schon erstellt wurde, bevor Trump jetzt an die Macht kam, und zwar von konservativen Stiftungen in den USA, mit den bekanntesten und größten und einflussreichsten, die sich zusammengetan haben, was davon handelt, wie die Regierung jetzt handeln soll, welche Politik sie umsetzen soll. Für jedes Ministerium gab es einen Abschnitt, auch für das Arbeitsministerium. Und da drin wurde ebenfalls eine, wie sie es nennen, Sabbatruhe vorgeschlagen, die staatlich durchgesetzt werden sollte. Natürlich noch alles sehr seicht und sanft, aber man sieht es jetzt schon gesetzlich vorgeschlagen. Und der Autor, der diesen Abschnitt geschrieben hat, ist jetzt tatsächlich zum leitenden beratenden Anwalt für das Arbeitsministerium gewählt worden. Und so sehen wir, wie tatsächlich diese Vorschläge des Projektes 2025 alle umgesetzt werden und es in diese Richtung geht. Und wir werden es erleben, dass das, was wir, die Prophetie kennen, schon seit über 150 Jahren sagen, dass das in Amerika kommen wird, wie wir jetzt sehen, dass sich das tatsächlich vor unseren Augen entfaltet.
Wir können es gar nicht übersehen, wenn man es schon so verinnerlicht hat, dass klar ist, in dem Moment, wo es passiert, oder wie sagte Jesus, ich sage es euch, bevor es passiert, damit ihr daran glaubt, wenn es passiert. Und wir wollen euch noch so ein paar Sonntagsinitiativen zeigen, die aktuell schon ja, etabliert werden oder etabliert sind, neben solchen Dingen jetzt wie Projekt 2025, was ja auch so ein bisschen im Hintergrund läuft. Und man muss immer sagen, das sind Anfänge, wie du richtig sagst, Patrick. Das ist noch nicht das Ende. Das sind auch verschiedene Initiativen an verschiedenen Ecken der Welt. Aber wenn man sie mal so im Ganzen sieht und wie das dann nach und nach konzentriert und zusammengeführt wird, auch unter einer ganzheitlichen Kirche. Wir sagen ja am Ende auch, wird es keinen Atheismus mehr geben. Alle werden glauben durch solche Erweckungen jetzt wie bei Charlie Kirk, werden irgendwann alle Menschen gläubig sein und dann werden diese Menschen auch irgendwo überall abgeholt werden. Ja? Also wir haben hier nur mal so ein paar Beispiele, wie zum Beispiel den World Communion Sunday. Da findet ihr dann im Internet drüber, der World Communion Sunday ist ein ökumenischer Feiertag am ersten Sonntag im Oktober. Dann ist es vielleicht auch erstmal nur ein erster Sonntag, ja, der die Einheit der weltweiten christlichen Gemeinde und die Vielfalt der Gläubigen in Christus feiert. Wenn man auch sowas richtig zu lesen weiß, dann sieht man auch schon, was da für Initiativen dahinter stecken, alle Glaubensrichtungen zusammenzuführen und dann noch so einen Tag zu haben, wo sich alle treffen. Also da kommen ja verschiedene Dinge zusammen. Dann habe ich hier noch einen Artikel, wo der Papst, der aktuelle Papst selber sagt, die Eucharistie ist der Schatz der Kirche, der Schatz aller Schätze seit dem ersten Tag ihres Bestehens und dann über die Jahrhunderte hinweg hat die Kirche Sonntag für Sonntag die Messe gefeiert, um daran zu erinnern, was der Herr für sie getan hat. Und jetzt treibt das auch auf die Spitze. Die Feier der Messe rettet uns heute. Sie rettet die Welt heute. Also auch da schon einen Schritt weiter zu gehen und so, das ist der Weltretter sozusagen. Ich muss sagen, im ersten Teil des Abschnitts sehe ich tatsächlich sogar eine Lüge, wenn ihr sagt, seit dem ersten Tag und ihres Bestehens der Kirche wird am Sonntag die Messe gefeiert, obwohl wir ja gerade festgestellt haben, dass die Kirche selber sagt, dass sie den Tag verändert hat. Interessant dabei ist aber auch, wenn wir von der Prophetie ausgehen und sagen, das Papsttum wird wieder Macht erlangen und wird am Ende auch die Geschicke, wenn auch vielleicht aus dem Hintergrund steuern, haben wir hier auch einen Artikel darüber, dass Papst Leo mittlerweile unter den 14 beliebtesten bekannten Persönlichkeiten ist in Amerika. Das heißt, er hat im Moment schon einen unheimlichen globalen Einfluss, obwohl er noch gar nicht lange Papst ist. Also das ist ziemlich durch die Decke gegangen. Das war nicht immer so, dass die Päpste alle so beliebt waren. Dann haben wir noch den Labor Day Sunday. Also das passt natürlich erstmal nicht so zusammen, Labor Day und Sunday, weil am Sonntag soll nicht gearbeitet werden. Aber hier wird an einem Sonntag werden die Arbeitenden sozusagen geehrt. Und das war vorher auch nicht an einem Sonntag. Ich glaube, das war mal an einem Montag. Das ist auch jetzt verlegt worden, dass es an einem Sonntag gefeiert wird. Und hier sehen wir auch so nach und nach werden Religiöse mit patriotischen Dingen, also mit patriotischem Gefühl zusammengebracht. Und da holt man natürlich noch viel mehr Leute mit ab, gerade in Amerika mit diesem Nationalstolz-Gefühl, was ja auch unter Trump wieder sehr stark zelebriert wird. Dann haben wir noch den Social Justice Sunday. Ich lese hier auch euch einfach mal vor. Wir verlinken das auch. Und ich sage euch, das ist wirklich nur ein kleiner Ausschnitt. Da könnte man jetzt noch viel, viel mehr bringen. Wir werden das sonst gerne auch in nächsten Folgen mal, wenn wir über aktuelle Themen sprechen, auch nochmal aufgreifen. Social Justice Sunday, dann haben wir den Back to Church Sunday, auch eine Initiative, dass in ganz Amerika alle Menschen wieder mehr zur Kirche gehen. Das waren jetzt mal so erste Beispiele von Sonntagsinitiativen, die, wenn man sie so einzeln betrachtet, vielleicht sogar übersieht, aber wenn man das mit einem prophetischen Auge betrachtet, Patrick, dann ist es eigentlich nicht mehr zu übersehen. Genau. Und man sieht ja, wie schnell sowas Fahrt aufnehmen kann, wenn das auf einmal ins Licht der Öffentlichkeit rückt, wie jetzt durch so ein Ereignis mit Charlie Kirk, dass auf einmal so viele Menschen ja sagen, hey, was hat es damit auf sich? Mit der Kirche und der Bibel und Gott und ich will jetzt auch, oder? Aber die Menschen, die jetzt nicht wirklich Bibel gegründet sind, sondern mehr auf das hören, was die Öffentlichkeit, was die Medien und die Kirche sagen, die werden alle in diese Täuschung laufen. Aber Gott hat sichergestellt, es wird auch das wahre Evangelium in der Welt verkündigt, sodass jeder es hört und jeder wird eine intelligente Entscheidung treffen können. Und am Ende wird einfach die Frage sein, und es wird eine einfache Frage sein, möchte ich wirklich nach dem gehen, was in der Bibel steht und was Gott selbst gesagt hat? Oder werde ich Menschengeboten folgen? Und das ist die Frage, die wir uns alle am Ende stellen müssen. Wem unterstelle ich mich? Und Gott muss diesen Test bringen. Und das hängt zusammen mit dem ganzen großen Kampf, wie ihn die Bibel beschreibt,
um Gottes Charakter und vor allem sein Gesetz. Damit fing alles an, dass da ein Wesen war, was nicht nach Gottes Willen leben wollte. Luzifer, Satan später, der jetzt auf der Erde hier sein Unwesen treibt und alle verführen will und von Gott abbringen möchte. Aber Gott macht es ganz einfach am Ende. Er sagt, wenn ihr zu mir gehören wollt, dann zeigt es. Wenn ihr euch mir unterstellen wollt und bei mir sein wollt in Ewigkeit, dann vertraut mir und ruht an meinem Tag und nicht an dem, was jemand anders sich ausdenkt. Wir sollten es als etwas sehen, was Gott uns sehr einfach macht. Und am Ende wird es eigentlich eher so sein, dass wenn wir den Sabbat halten, das ein Zeichen davon ist, dass wir Gott wirklich kennen und wirklich seine Wahrheit, sein Gesetz lieben. Und der Sabbat wird einfach eine Folge und ein Zeichen davon sein. Wohingegen das Mahlzeichen ein äußerliches Zeichen ist der Menschen, die gegen Gott rebellieren und die auch andere Methoden anwenden. Denn es wird am Ende nur zwei Klassen geben. Die verfolgt werden, nämlich das wahre Volk Gottes, und die verfolgen. Jesus ist verfolgt worden. Und zwar auch von Staat und Kirche. Oder die Juden konnten ihn nicht umbringen. Sie brauchten die römische Staatsmacht dafür. All das spricht auch über das Ende der Welt. Und wir wollen auf der Seite stehen, auf der auch Jesus war, der den Sabbat gehalten hat. Und wir wollen aus Liebe zu Gott ihm folgen. Und wir werden niemanden zwingen, das zu tun. Es ist das satanische System, das Staatsgewalt und Zwang und Gewalt verwenden wird, um Anbetung zu erzwingen. Allein daran kann man schon die beiden unterschiedlichen Systeme erkennen. Und es werden die verfolgt werden und einfach an Gott festhalten und vertrauen, die werden am Ende die sein, die auch den Sabbat halten. Und alle anderen werden die sein, die den Sonntag erzwingen wollen, per Staatsgewalt. Ja, viele sagen, es kann auch nicht so einfach sein, Samstag, Sonntag, um am Ende nochmal drauf zurückzukommen. Aber wir hatten ja 2019 ein Beispiel. Das zeigt sich manchmal erst, wenn auch die eine Seite die Zügel anzieht, wie du jetzt gesagt hast. Wenn jetzt plötzlich Druck und Zwang kommt, in dem solche Gesetze halt geschaffen werden. In dem Moment musste ich ja damals auch sagen, entweder oder. Mache ich das oder mache ich das nicht? Das war damals genauso einfach, die Entscheidung, obwohl es natürlich sehr schwer war. Und es kann wieder so einfach werden, wenn klar ist, dass es nur noch zwei mögliche Richtungen gibt. In der Krise offenbart sich der Charakter. Ja. Es wird sich offenbaren, ob ich den Charakter Gottes habe, so wie ihn Jesus gelebt hat, oder ob ich den Charakter Satans habe. Ja. Und Sabbat und Sonntag werden nur äußerliche Manifestationen dieser Charaktere sein. Ja. Es wird nicht so sein, dass ich jetzt sagen kann, aber ich versuche jetzt zum Beispiel am Sabbat festzuhalten, damit ich gerettet werde. Mhm. Es ist falsch rum gedacht. Mhm. Wenn ich Gott liebe und ich ein neues Herz habe und bei ihm sein möchte, dann ist es völlig logisch, dass ich als Folge auch den Sabbat halte. Aber niemand wird denken, dieser wahrhaft Gläubigen, oh, ich muss jetzt den Sabbat halten, um gerettet zu werden. Sondern es ist das natürliche Zeichen ihrer Gefolgschaft zu Gott. Während der anderen das natürliche Zeichen eben, dass sie den Sonntag annehmen. Und es zeugt einfach von dem Charakter, den sie entwickelt haben. Den ich dann bekomme, weil Gott vorher schon sein Gesetz mit seinem Finger, mit seinem Heiligen Geist in mein Herz geschrieben hat, ist also das Halten des Sabbats eine logische Folge für mich daraus. Und deswegen, das ist noch wichtig zu sagen, ist auch erst am Ende, wenn das Licht über die Wahrheit und Gottes Gesetz so wirklich durchgedrungen ist zu den Menschen, erst dann wird es ein Test sein und erst dann kann man den Sonntag auch wahrhaft das Mahlzeichen nennen. Ja. Denn vorher war es sozusagen nicht gegenwärtige Wahrheit. In der Vergangenheit sind viele Menschen, hat es gegeben, die den Sonntag gehalten haben, im besten Wissen und Gewissen, die werden aber trotzdem gerettet sein. Es war einfach nicht Zeit für den Test damals. Aber am Ende, wenn es so klar präsentiert wird, dann wird es die Offenbarung des Charakters sein, ob ich diese Wahrheit, ob ich Liebe zu dieser Wahrheit habe oder nicht. Und vom Ende der Weltzeit kommen wir jetzt zum Ende dieses Videos.
Ich glaube, ein bisschen überzogen haben wir. Ich hoffe, ihr verzeiht uns das, weil das schon ein komplexes Thema ist und aktuelles Thema ist. Und wir wollten einfach, weil es oft thematisiert wurde in den Kommentaren, auch darauf nochmal eingehen. Und das können wir auch gerne in den weiteren Folgen, wenn ihr das wollt, gerne machen. Ja, wir bedanken uns bei euch, dass ihr wieder mit dabei wart. Auch für alle, die das noch in Zukunft sehen. Kommentiert gerne wieder, wenn ihr Fragen, Impulse habt. Alles in die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns ein Like da und gerne auch ein Abo und die Glocke, wenn ihr noch nicht uns folgt, damit ihr auch die neuen Videos angezeigt bekommt. Patrick, bei dir möchte ich mich wieder ganz herzlich bedanken, dass du uns mit deinem tiefen Bibelwissen hier wieder geholfen hast, die Zusammenhänge besser zu verstehen, auch vom Anfang der Bibel bis zum Ende. Das war für uns wieder und für mich auf jeden Fall sehr wertvoll wieder. Vielen Dank dafür. Und wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal dabei seid. Vielleicht willst du noch für uns beten. Sehr gern. Himmlischer Vater, wir wollen dir danken für die Klarheit deines Wortes. Ja, wir wissen, alles dreht sich am Ende darum, dass wir Nachfolger Jesu sind. Und so wie er nie gesündigt hat und wie er selbst gesagt hat, deine Gebote gehalten hat, so wollen wir seinen Fußstapfen nachfolgen. Wir wollen im Vertrauen zu dir kommen und in deinen vollendeten Werken ruhen. Und wir sind so dankbar für den Sabbat, dass wir es da an diesem Tag jede Woche neu zum Ausdruck bringen können, dass wir uns daran erinnern, dass du unser Schöpfer bist, dass du uns erlöst hast und dass wir auch am Ende bezeugen können, dass du unser wahrer Gott bist. Herr, mögen wir in dieser Täuschung bestehen, mögen wir viele andere Menschen zu deinem Wort und deinem wunderbaren Licht leiten und sei mit jedem Einzelnen, der das hier schaut, dass du jedem Einzelnen diese Wahrheit ganz persönlich klar machst und dein Gesetz mit deinem Finger, ja mit deinem Geist in die Herzen von jedem Einzelnen schreibst. Und führe uns auch dann beim nächsten Mal wieder zusammen und das bitten und danken wir in Jesu Namen. Amen. Amen. Also, nochmal vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wir freuen uns auf die nächste Woche, auf die nächste Folge. Bleibt uns treu. Einen schönen Tag und bis bald. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Ciao.